Also, erste Map, Provence. Wir starten auf Provence. Wir freuen uns auf das B-Haus. Wir freuen uns auf die erste Runde, Leute. So, also, Home-Team wird sein, oder im Home wird starten. PB, sprich in Blue und M5C auf der Guest oder startet von der Guest-Seite in Red. Wir werden natürlich wie immer im Home-Team erstmal starten. 44 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Aktuell natürlich noch komplett ausgeglichen, weil es ging noch gar nicht los. Dementsprechend schauen wir einmal nochmal auf die Aufstellung und die ist wie folgendermaßen bei Plan B. Hexenschlitz, Marterpfahl, Lion, Pilz und Paddix und auf Seiten von M5C Brenngern Bernd, Reinder, Ronny, Stackhound, Steven, Thorsten und natürlich unser Tischkanten Tino. Dementsprechend legen wir 15 Sekunden, ist es soweit. Die Spawns gehen schon raus, also letztes Spiel des Back to Battlefield DBCL Cups. Jetzt nochmal für die Teams am Start sein und rein da. Wir gehen an Bord von auf jeden Fall Attack. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Marterpfahl. Den hat man, glaube ich, noch gar nicht im Verlauf des Cups. Also die Home Flags A und C werden jeweils von den Teams eingenommen. Interessant wird es natürlich auf dem ersten Push auf B. So, der Marterpfahl bleibt stehen. Deswegen ziehen wir noch mal einmal vor, weil wir wollen ja in die Action. Und da ist M5C schon direkt in Höchstkonzentrationsphase. Lassen hier gar nichts anbrennen, so wie das aussieht. Stackhound Steven und Reinder Ronny clearen B von Plan B. Und verschaffen sich damals schon den ersten Vorteil. Ja, gehen jetzt erstmal Richtung Mitte. Plan B bleibt aber auch stehen, also gehen nicht auf B. Erwarten, dass auf B im B-Haus noch jemand von M5C ist. Ist aber nicht der Fall, sondern da kam ein Big Play oder ein Outplay auf jeden Fall. Haben die Jungs überlaufen oder umlaufen und dementsprechend schon die ersten Frags gezogen. Sind es auch schon in Überzahl wieder auf der Flagge auf B und clearen das Ganze zum wiederholten Mal. Also Frühphase, Early-Phase auf jeden Fall in Händen von M5C. Und Plan B ist schon massivst unter Druck. So wie es aussieht, versuchen sie jetzt auch erstmal sich zu befreien. Lassen die A und Home Flag damit erstmal außen vor. Sie müssen nämlich aufpassen, dass sie hier nicht ins Dribble gedrückt werden. Also brauchen definitiv eine Flagge. Wir schauen uns das Ganze an. Clearen jetzt auch C. Wichtig. Wichtig, hier nicht ins Dribble zu kommen. Wir schauen uns mal kurz die Aufteilung an. Also M5C lässt sich jetzt ein bisschen fallen. Orientiert sich wieder zurück auf deren Home-Flagge, während Plan B jetzt schon auf B pusht. Mit einem Mann drin. Aktuell in Unterzahl. Jetzt wäre es mal Zeit für einen wichtigen Gunfight, beziehungsweise ja, ganz einfach mal zu überleben. Was ihnen nicht gelingt, macht 5C natürlich sehr, sehr stark, brutal stark und halten damit auch B-Flagge. Das bedeutet, C geht jetzt auch runter, T-Back Thorsten nimmt das Ganze für 5MC ein, haben jetzt hier einmal durchgeklärt, das heißt, C wird zurück an M5C gehen, B haben sie sowieso schon, Marterpfahl, Paddix und Pilz, also Attack Squad spawnt jetzt, werden jetzt den Push auf B vermutlich versuchen, während AC sich auf C vorschleicht. Und jetzt die Frage. Wir gehen an Bord. Ein bisschen Lean-Duelle, Leute. Bisschen reinleanen jetzt. Leant euch mit. Wichtig. Gut hinterher gepusht vom Stackhound Steven. Hebt T-Back Thorsten auch wieder auf. Die Namen sind einfach zu geil. So, deswegen gehen wir wieder zurück auf das B-Haus, das sich jetzt Plan B für den Moment gesichert hat. Wichtig und richtig, nie in ein Triple kommen, weil ansonsten haben wir im letzten Match auch von M5C natürlich gesehen, da sind sie stone cold, ziehen sofort durch und da lassen sie niemanden mehr raus, wenn sie einmal im Triple haben. Also macht Plan B an der Stelle gut. Ja, natürlich kommt der Druck
auch vom Favoriten von M5C. Wir haben aktuell einen Ticketstand von 102 zu 157, also da ist theoretisch natürlich noch alles drin. Nichtsdestotrotz, ja, hat sich natürlich M5C schon den Vorteil erarbeitet, so ist es nicht. Sind jetzt auch auf B schon wieder auf in der Überzahl. Brenngан Bernd macht es natürlich in gewohnter Präzision fertig. Und ihr seht es oben, hier rollen schon wieder das Tribble, der Tribble-Vorteil, der rollt schon wieder rein. Noch ist Plan B nicht im Tribble, denn sie sind noch im Ausbruch, sind noch im Push auf Bertha. Allerdings müssen sie jetzt aufpassen, dass sie nicht aufgerieben werden. T-Bag Thorsten ist da. Jetzt haben wir ja kein 1v1 mehr. Plan B ist komplett down und jetzt wird's schwer. Sind runtergezogen. Alle 3 Flaggen im Händen von M5C. Also wir warten auf den Aufbruch, aber da werden jetzt die Jungs von M5C zumachen, zustellen und das Ding sehr vermutlich nach Hause bringen. Also die Stats, die sprechen auch eine eindeutige Sprache. An der Stelle muss man sagen, Stacker Steven 11 zu 0. Absoluter Top-Frag. Und ja, gut. Bei Plan B sieht es ein bisschen düster im Moment aus. Keine Frage, wenn man so under pressure ist. Da ist es auch gar nicht so leicht, mal in ein ausgeglichenes Verhältnis oder in ein positives Verhältnis zu kommen. Also M5C, die machen hier ernst. Die natürlich wollen sie den Win. Klar, natürlich wollen sie den Win. Und sie wollen auch zeigen, in welcher Höhe sie das können. Aber ich bleibe dabei, ihr kennt mich, im Sinne eines spannenden Matches, Respekt hin, Respekt her, würden wir uns natürlich freuen, wenn Plan B den einen oder anderen Push noch rausschafft, auch das eine oder andere Ticket natürlich noch zieht, dass das Ganze nicht zu eindeutig wird. Also, dass wir hier ein bisschen was zu sehen bekommen. M5C jetzt mit dem Push auf B. Tischkantentino jetzt alleine. Ja, 75 noch gezogen, hat nicht ganz gereicht und damit sichert sich Plan B zumindest mal die B-Flagge. Machen sie gut. Während Brenngан Bernd ja, sich jetzt zumindest mal aufstellt. Jetzt vermutlich nachspawnen lässt. Genau, Tischkantentino ist da. Brenngam Bernd, auch wenn er natürlich an der Stelle die falsche Waffe spielt. Aber was willst du machen? Das kann man jetzt auch nicht den Namen ändern, jedes Mal. Hilft ja nichts. So, also. Jungs sind wieder auf dem Weg zu B. Plan B hat das Ganze für den Moment jetzt mal gehalten. 34 zu 149. Ein paar Tickets gezogen. Aber Reinder Ronny und T-Bag Thorsten haben hier auf C abgewendet. Attack ist auch wieder completed. AC von MC5 hält die Jungs vom Plan B auf Bertha. Und so wie das aussieht, wird jetzt der Attack Squad auch Richtung Bertha wieder nachziehen. So, da warten beide, sowohl Reinder Ronny als auch Hexenschlitz, bis die Steps hörbar sind. Reinder Ronny hatte da den Zacken mehr Geduld und gewinnt dementsprechend den Gunfight. So, M5C zieht einmal mehr die Home Flag vor allem, die Home Flag von Plan B. Und ja, machen das Ding jetzt auch auf B klar. Ich sag's mal so, Plan B wehrt sich. Reicht nicht ganz. Ticketvorsprung ist natürlich eindeutig. Aber es war jetzt kein kompletter Spawn-Rap von Anfang an. Also ist natürlich schwer gegen ja, so ein stark besetztes Team wie M5C da was zu reißen. Nichtsdestotrotz schauen wir mal, was die Folgerunden noch bringen werden. Also machen sie jetzt stark. Ziehen hier die Frags, da werden die Jungs jetzt schauen, wer hier nochmal den Top-Frag abzieht. 5 Tickets sind noch auf der Uhr für Plan B. Und dann wird die erste Runde, ja,
mit 148:0 an M5C gehen. Also brutal stark gespielt für ein Final sowieso. Und wir gehen einmal kurz in die Stats. Den Top-Frag hat sich trotzdem Stackhound Steven gesichert mit 17:2. Und ja, die restlichen Sets blende ich euch an der Stelle einfach ein, auch von Plan B. Und ja, das war schon mal eine ziemliche Ansage, ein ziemliches Brett. Ich würde mal sagen, M5C, die lassen da nichts anbrennen. Voll konzentriert, komplett on point da. Keine oder beziehungsweise wenig Luft zum Atmen für Plan B. Und dementsprechend hat sich auch die erste Runde auf Provence gestaltet. Wir machen dennoch natürlich weiter, gar keine Frage. Und diesmal startet M5C auf der Home-Seite in Blau und Plan B in Red, dementsprechend von der Guest-Seite. Wir werden natürlich, as always, im Spawn bzw. mit M5C starten, wiederum im Attack. Wenn es dann losgeht, 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Zeit, euch nochmal einen Snip zu trinken zu organisieren. Und dann geht es auch schon weiter. Ich werde natürlich dasselbe tun. Dann schauen wir mal, ob da vielleicht ein bisschen mehr geht. Sagen wir es mal so. Es war die erste Runde. Vielleicht musste man ein bisschen nochmal warm werden, sich orientieren. Ist auch immer schwer. Gerade gegen M5C, weil ihr seht, mit was für einem irren Tempo die das Ganze aufziehen. Und da muss man sich auch erstmal als Gegenspieler darauf einstellen. So Leute, also erster B-Push in der zweiten Runde auf Provence. Erste Runde ging eindeutig an die Jungs von M5C. Wir sind an Bord vom Stackhound Steven. Der den Marterpfahl, der eigentlich vom Namen her der Spezialist mit Messer sein wollte, okay, er macht den Sensenmeister, geht hier mit Nahkampfwaffen durch. Alles klar. Stark gemacht. B, damit einmal mehr in Händen von M5C. Wir bleiben nochmal beim Stackhound Steven und schauen mal, ob sie die Schlinge sofort zuziehen oder ob sie Plan B ein bisschen Luft zum Atmen lassen. Sieht aber nicht danach aus. Nee, also sind down. Late Spawns sind noch durchgegangen für Plan B. Die müssen jetzt schauen, dass sie irgendwie auf eine Flagge noch kommen. Geben jetzt auf, aber so wie ich M5C kenne, klar, den Braten, den haben sie schon lange gerochen und sind jetzt hier on the hunt. No chance für Plan B. Und das heißt, jetzt sind auch die Late Spawns weg. Und jetzt muss Plan B sich hier was einfallen lassen, dass sie nicht komplett unter die Räder geraten. Es ist immerhin ein Finale. Also. Mal schauen, wo der Rest vom Team ist. Kommt noch. Kommt noch angescheppert. Also Pilz geht durch auf B. Muss jetzt auf jeden Fall safe gehen, dass er eventuell nochmal nachspawnen lassen kann. Das passiert auch. Marterpfahl ist mit am Start. T-Bag Thorsten schon im Haus. Die Gunfight verliert er jetzt mal. Also Plan B versucht das Haus zu halten. Sind jetzt aber auch schon wieder im Ausgleich gestellt. Zumindest anzahlsmäßig. Und jetzt muss man abwarten. Hier wird sich angesneakt. Zu schnell, meine Freunde. Zu schnell. Keine Chance für Plan B. 158 zu 105 der aktuelle Ticketstand. M5C jetzt schon wieder vor dem Spawn. Und die werden jetzt hier dicht machen. Brenngam Bernd geht auf Distanz. Klar, den einen oder anderen
den Zielplan B zwar, aber sie kommen halt nicht raus. Das ist das Problem an der Sache. Es hilft ihnen nichts. Das hilft ihnen nichts. Jetzt kommt nochmal hier ein Ausbruchversuch auf der rechten Seite auf B. 157 zu 83. Also, das muss man sich überlegen, in der jetzigen Runde. Bis dato hat M5C ganze 3 Tickets abgegeben. Das ist das aktuelle Kräfteverhältnis. So ist es, Leute. Was soll ich euch sagen? Es ist so. Für die Spannung nicht so ergiebig, aber das ist halt die brutale Qualität von M5C. Das muss man an der Stelle dann auch respektieren als Gegnerteam. Das ist so. Hier holen sie sich wieder. Sind aber natürlich nach wie vor unter Druck. M5C stellt sich jetzt wieder auf und ihr seht's. Hier wird eingekesselt. Von allen Seiten. Von allen Seiten wird sich aufgestellt, dass Plan B nicht die Chance hat, sich gut zu stellen. Ja, auch Stackhound Steven. Wie immer sehr gut drauf. Da geht gefühlt nichts daneben. Aimt hier nochmal die Lates ab. Paddix ist noch am Start. Aber so ziemlich allein auf weiter Flur. Ja. Kassiert jetzt noch einen schönen Skate. Und ja, kommen noch mal ein paar Lates. Also, finde ich trotzdem gut. Plan B lässt sich hier nicht von der Moral komplett abkapseln. Ist natürlich sehr, sehr schwer. Wenn du hier nicht mal in die Verlegenheit kommst, ein bisschen Land zu sehen, ein bisschen an der Chance eines Erfolges zu schnuppern. Das ist schon nicht leicht und umso mehr und umso besser finde ich es, dass sie hier nicht aufstecken, dass sie hier immer wieder versuchen durchzuziehen und zumindest ein paar Tickets von der Uhr zu nehmen. Vielleicht nochmal die Chance auf einer B-Flagge zu halten. Wir sind natürlich schon wieder in dem Bereich 151 zu 15 Tickets. Da müssen wir nicht lang um den heißen Brei rumreden. Das ist einfach ein anderes Level. So, 4 Tickets noch auf der Uhr. Ein Ticket und die zweite Runde geht damit 0 zu 151 an M5C. Wir schauen uns die Top-Frags an. Das war diesmal Brenngern Bernd auf Seiten von M5C und Plan B. Nehmt ihr euch bitte selber raus. So, das war's mit den ersten beiden Runden auf Provence. Jetzt haben wir noch ein bisschen Lofoten im Programm. Das werden wir uns natürlich noch anschauen. Wir müssen mal sehen, wie die Runden hier weiter verlaufen, weil ich denke, wenn das in diesem Tempo durchgeht, dann könnten wir durchaus nochmal in die Verlegenheit kommen, vielleicht bei TS4 vs. MRD reinzuschauen. Die haben nämlich die erste Runde, darf ich euch an der Stelle sagen, mit 93 zu 0 für sich entschieden. Also auch sehr, sehr stark. Ich halte hier nebenbei ein bisschen den Kontakt, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann. Und ja, bei uns geht es weiter auf Lofoten. Zweite Runde, diesmal Plan B, startet wieder von der Home-Seite, sprich in Blue. Und M5C damit in Red von der Guest-Seite. So ist es. 19 Sekunden noch auf der Uhr. M5C weit im Vorteil in beiden Runden. 2 zu 0 in Runden. Tickets brauchen wir gar nicht zählen. Beide im dreistelligen Bereich. Also, jetzt geht es darum, ob Plan B an der Stelle vielleicht mal, ja, ich sag so einen kleinen Achtungserfolg. Mal ein bisschen ranschnuppern.
ist brutal schwer gegen die Qualität, die M5C hier aufs Parkett bringt. Für uns wäre es natürlich schmackhaft. Einfach nur aus Spannungssicht. So, also, wir sind auf B an Bord. Lion im ersten Gunfight. Den Rein Ronny für sich entschieden hat. 2 vs 2 auf jeden Fall. Schauen wir mal, was bei Paddix noch so geht. Der hat letztens auf dieser Map absolut rasiert. Plan B hat das jetzt auch erstmal für sich entschieden, wie das aussieht. Aber selbst wenn es dann so ist, ach schau her, Brenngан Bernd hat uns erhört. Er gibt uns das, was wir sehen wollen. Sehr schön. Und ist natürlich auch schon wieder auf A durch. Darf man auch nicht vergessen. Also extrem stark auch der AC von M5C. Selbst wenn Plan B sich da mal für den Moment den Hauch eines Vorteils auf B erarbeiten könnte, dann können sie aber sicher sein, dass AC-Seite schon wieder offen ist. Und obwohl sie da auch wirklich sehr, sehr gute Leute haben. So ist es so. Aber nicht nur die Seiten, ist auch das Teamplay. Und das macht M5C wirklich sehr, sehr stark. Also auch zu zweit versuchen sie hier immer Sandwich-Positionen zu erzeugen. Und entsprechend farmen sie damit auch die Kills. Jetzt wieder zu dritt auf B. Ziehen den ersten Lion, jetzt noch der einzig Last Man Standing und das auch nur für gefühlt eine Sekunde. Das sieht nach einem kompletten Team-Wipe aus hier. Und das könnte jetzt auch wieder zur Gefahr werden. Ihr kennt es, das Triple. You smell it. Es riecht nach Triple. So, Brenngam Bernd macht hier die Seite alleine. Wie sieht's aus mit den Flaggen? C, B und A auch in der Übernahme. Wir schauen vielleicht nehmen wir den ein oder anderen schönen Snipe vom Tischkanten-Tino mit. We will see. Ach, keine Gegner zu finden. Also, wir gehen auf die rechte Seite. Ausbruchsversion oder Versuch von Plan B. Jetzt rein da, Ronny, wollte ich schon fast sagen. Ich meine natürlich rein da jetzt. Beziehungsweise raus aus dem Spawn. Brutal schwer, brauchen wir nicht reden. Aber sonst ist die Runde gleich wieder vorbei. Stackhound Steven riecht natürlich auch diese Situation. Sind es wieder zu dritt. Werden jetzt zumachen. Brenngam Bernd, der hat seine Pose hier gefunden auf der rechten Seite. Man wird ihn kaum erkennen auf dem Stein. Und der lasert hier alles weg, was ihm unter die Flinte kommt. Gibt uns die Zeit, mal nochmal auf B zu schauen, beziehungsweise auf den B-Squad. Aber auch hier sind die Kollegen am Umfallen. Brenngam Bernd steht. Zurück auf Position. Ja. So ist die Aufteilung. Jetzt braucht es ein bisschen Rauch. Und dann vielleicht mal ein bisschen Glück und mal versuchen, hier rauszukommen. Da brauchen sie mal alle Mann, vielleicht auf der rechten Seite, einfach mal versuchen durchzukommen. Weil hier auf links, da sitzt Mr. Laser. Und lasert in den Spawn rein. Da sehen sie kein Land. Aber die Jungs, die hier natürlich warten, die sind nicht wesentlich schlechter.
155 zu 40 Tickets. Ja, da wird nicht mehr viel passieren. Gibt uns die Gelegenheit, mal kurz einen Ticketstand reinzuwerfen. T-Bag Thorsten mit 10-1 in der Front aktuell. Und Topfrag. Und ja, die weiteren Stats. Wir haben einmal James Bond fast am Start und ist bitter, tut weh. Aber was willst du machen? Das ist sowieso schon sehr schwer rauszukommen, aber klar, sie wollen was machen. Nur wenn man dann einzeln da gefühlt rausläuft, dann wird es halt erst recht weggefarmt. Hätte keine Rolle mehr gespielt bei dem Ticketstand. Auch die dritte Runde geht eindeutig an M5C mit 0 zu 155 Tickets, meine Freunde. Also, das Ding ist damit sowieso schon durch. In der letzten Runde geht es jetzt ohne dies nur noch ein bisschen um Prestige, würde ich mal sagen. 3 zu 0 M5C in Front. Jedes Mal mit dreistelligen Ticketergebnissen. Also, da wurde eine eindeutige Sprache gesprochen und dementsprechend Glückwunsch an M5C. Sie sind der Gewinner des Back to Battlefield 5 DBCL Cups. GG. Souverän, muss man sagen. Beeindruckende Leistung jetzt auch hier im Finale. Und in der dritten Runde geht's jetzt um nichts mehr. Außer um, naja, vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung. Gut. Auf Seiten von TS4 und MRD habe ich bis dato jetzt noch keinen neuen Stand vorliegen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht wirklich immer noch in der zweiten Runde sind. Das kann durchaus sein. Wir schauen jetzt mal. Also dementsprechend startet jetzt natürlich M5C auf der Home-Seite. Und Plan B von der Guest-Seite. So ist es, Domi. 4 Punkte und da braucht man sich nichts vormachen, dass der fünfte wird auch noch reingehen. Trotz alledem haben sie sich das auch verdient. Deswegen bleiben wir jetzt auch an Bord. Aber wir werden vielleicht im Anschluss dann nochmal einen Blick auf MRD vs. TS4 werfen. Je nachdem, wie lang die Runde dauern wird. Aber so wie sich hier der erste Push auf B gestaltet, wird es nicht zu lang sein. Hexenschlitz zieht jetzt hier mal den Frag. Schauen uns das Duell in der Mitte an. Gewinnt er auch. Also jetzt bisschen was gut machen. Bisschen was für die Moral tun. M5C wartet oben. Farmt die Jungs ab. Und guess what? 2 Flaggen Vorteil. Und jetzt wird die Linie nach vorne drücken. Wo ist eigentlich der B-Squad von Plan B? War der nicht auffindbar gewesen?
Brenngran Bernd. Seiner Lieblingsposi. Man kennt ihn. Aber macht seinem Namen alle Ehre. So ist es richtig. Gut, also, nochmal rein da. Beim Stackhound Steven. Zieht auch den Kill. Eine Flagge. Fehlt ihnen noch, um Plan B wieder ins Triple reinzudrücken. BB sniped jetzt auch schon rein. Lassen jetzt nachspawnen. Werden jetzt nochmal den Push auf B versuchen. Machen sie auch gut. Ziehen in der Rauchwand auf. Aber da gibt es trotzdem die Shots in den Rücken. Gehen jetzt aber auch erstmal auf B. Wichtig jetzt mal eine Posi zu finden, weil ihr wisst ja, im Triple angelangt. Dann wird es ganz, ganz schwer. Und jetzt gewinnen sie mal ein paar Gunfights. Und zwar so, dass sie auch mal eine Flagge bekommen. Und sind jetzt auch schnell unterwegs. Also, da ist jetzt auch mal Tempo drin. Wichtig und richtig. Mit dem Push auf Anton. Sind es zahlenmäßig auch überlegen. Ziehen die Frags und werden jetzt auch die Flagge ziehen. Schön gemacht. Stark gemacht. Wird den Jungs gut tun. Und wir bleiben mal an Bord. Von M5C, nämlich vom T-Bag Thorsten. Da haben wir jetzt noch einen Gunfight. Hexenschlitz jetzt 1v2. Auch wieder von beiden Seiten. Also das machen sie wirklich. Das machen sie wirklich stark. Das schaffen sie so oft, dass sie immer diese flankierenden Positionen hinbekommen. Und das in einem Tempo. Wirklich gut. So. Machen das jetzt hier klar. Auf Cäsar. Trotzdem. Plan B im 2-Flaggen-Vorteil. Mal abwarten. Wie sie sich jetzt stellen. Und ja. Wie viele Tickets sie ziehen können und ob sie vielleicht M5C mal unter die dreistellige Marke bringen in der letzten Runde. Aber die Jungs auch schon wieder Fuß auf dem Gas und ab rein in Bertha. Aktuell vom Ergebnis noch ausgeglichen. 125 zu 109. Wäre noch nichts passiert. T-Bag Thorsten cleart das Haus. Gönnt er sich noch einen. Übernimmt in diesem Fall rein da Ronny. Schauen wir mal, was Tischkanten Tino und Mr. Brangun macht. Also, auch hier kommen sie wieder von der Seite. Tischkanten Tino positioniert sich von oben. Stark gespielt. Deswegen kommen wir mal auf Cäsar. Also, kommen jetzt aus dem Homespawn. Brangun Bruno da gegen 2. Tischkanten Tino lässt sich jetzt da mal fallen. Und zieht den Kill. Stark gemacht. So, M5C wieder im Attack-Modus. Marterfall hat sich durchgetankt auf Bertha. Wird jetzt aber gleich wieder Besuch bekommen.
Wir haben auch Besuch vom Dauerfeuer. Einmal mehr. So, und ich darf euch sagen, bei TS4 steht es 39:0 gegen die zweite Runde aus. Also 2 Runden Vorsprung aktuell für TS4 im Spiel um Platz 3. Wird mal sehen. Dritte Runde startet gerade, also vielleicht schaffen wir es dann auch noch mal kurz bei den Jungs vorbeizuschauen. (114:75) aktueller Ticketstand. Wir schauen mal kurz auf die Stats. Absoluter oder derzeitiger Top-Frag ist T-Bag Thorsten mit 12:3 und auf Seiten von Plan B Martha Pfahl mit 12:6. So, M5C wieder Vorsprung herausgearbeitet. Trotz alledem kann Plan B jetzt ein bisschen besser dagegenhalten. Kann natürlich sein, dass da ein Stück auch daran liegt. M5C wissen natürlich, dass sie durch sind, aber normalerweise sind die Jungs so ehrgeizig, dass sie, egal in welcher Runde, immer das Optimum rausholen möchten. Also deswegen kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass sie jetzt hier irgendwie, ja, eine laxe Einstellung in der letzten Runde hätten. Das glaube ich nicht. Also vielleicht macht es Plan B auch jetzt einfach ein Stück weit besser. Vielleicht ist bei Ihnen jetzt auch so der Druck gefallen. Sie wissen jetzt auch, es geht um gar nichts mehr. Nur noch ein bisschen ums Prestige. Warten wir's mal ab. Klar, jetzt riecht's wieder nach Triple, aber deutlich besser gewehrt und es wird sich noch gewehrt. Die Revolver, gerade habe ich über Ernsthaftigkeit gesprochen und wir sehen hier die Cowboy-Duelle. Vielleicht waren sie aber auch beide leer geschossen. Wir wissen es nicht genau. Anyway, 108:37 der aktuelle Ticketstand. BB sichert sich wieder die Home Flag. Ja. Hier baut sich wieder jemand auf. Brenngern Bernd und Tischkanten Tino. So, auch C ist dabei zu fallen. Jetzt lassen sie nachspawnen. Stacker und Steven hat den High Ground und zieht beide Gegner vom Plan B. Also auch individuell stark gemacht. Pilz hat sich jetzt hier durchgetankt, ist auf A. Vielleicht kann er nochmal einen Spawn für seine Dudes herrichten. Ja, es wird nachgespawnt. Smoke ist schon da, rein da Ronny und T-Bag Thorsten on the way. Ein kleines Minimalziel wäre noch möglich vielleicht, M5C unter 100 Tickets zu bringen. Aber selbst das ist schon eine schwierige Aufgabe. So, 12 Tickets noch auf der Uhr. Und die 3 Flaggen kommen rein. Wir schauen uns den letzten Push des Finales an. An Bord vom Plan B. Mit dem Versuch auf A. 4 Tickets bleiben noch stehen. 105:3 der aktuelle Ticketstand.
dabei wird es bleiben. Das heißt, auch die 4. und damit abschließende und letzte Runde geht mit einem Ticketvorsprung im dreistelligen Bereich an M5C und dementsprechend ist M5C auch natürlich aufgrund der Vorrundenergebnisse sowieso, aber der klare und verdiente Gewinner des EBCL Back to Battlefield 5 Cups. GG, Jungs. Sehr stark gemacht, souverän gemacht, keine Zweifel aufkommen lassen, dass da in irgendeiner Weise irgendwas hätte passieren können. Wirklich sehr, sehr stark. Und ja, das war Platz 1 M5C. Glückwunsch. Und Platz 2 geht am Plan B. Heute war es nix, ist aber auch geschuldet dem sehr, sehr guten und starken Gegner. Und dafür einiges in den Vorrunden abgeliefert. Sonst wäre man natürlich auch nicht im Finale gelandet.